Hallo zusammen, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wir malen heute Christrosen. Dazu habe ich ein Foto gemacht und mir verschiedene einzelne Rosen ausgesucht und davon eine Vorzeichnung angelegt. Von der Vorzeichnung könnt ihr ein Bildschirmfoto machen und die dann freihand abmalen. Oder wer das lieber mit Transparentpapier machen möchte, weil das einfacher ist, der kann sich das in meinem Video von dem Haus in der Toskana anschauen. Da ist genau erklärt, wie das geht. Hier habe ich jetzt einen Maskierstift. Mit diesem Stift kann ich Bereiche, die im Moment mal noch nicht mit Farbe bedeckt werden sollen, abdecken. Den kann man nachher zum Schluss wieder ganz einfach abrubbeln. Und das mache ich jetzt hier als allererstes mal. Ich arbeite hier auf einem 450 Gramm schweren Papier der Firma Hahnemühle. So sieht das jetzt aus, wenn das alles mit dem Maskierstift abgedeckt ist. Dann habe ich hier meinen Aquarellkasten und verschiedene Pinsel. Das sind zum Teil Kunsthaarpinsel, aber auch Rotmalerpinsel. Und mit dem dicken Pinsel beginne ich jetzt und werde erstmal Bereiche im Hintergrund anfeuchten mit ziemlich viel Wasser. Und dadurch, dass wir jetzt diesen Maskierstift aufgetragen haben, wird das Wasser nur bis an diesen Maskierstift ranlaufen und nicht in die einzelnen Blüten hinein. Für den unteren Bereich vom Hintergrund habe ich mir Indigo mit Grün-Oliv gemischt, ungefähr 50-50, und beginne nun mit dem dicken Pinsel in das Feuchte die Farbe aufzutragen. Zwischendurch gehe ich auch mal nur in mein Wassergefäß hinein und verteile jetzt die Farbe nach unten. Und ihr seht, da entstehen jetzt auch Spuren auf dem trockenen Papier und die finde ich ganz schön. Die bleiben jetzt vorerst einmal. Hier habe ich jetzt den Pinsel auch nur noch mal nass gemacht, keine Farbe genommen. Und die Farbe soll auch weich in den Hintergrund verlaufen. Also die Ränder von dem Papier sollen noch hell bleiben. Diese Farbmischung hier ist jetzt ein Saftgrün, ein Olivgrün und ein Chromorange. Wenn ihr mit grüner Aquarellfarbe arbeitet, solltet ihr immer dran denken, wenn ihr eine Mischung macht, dass in das Grün immer ein Orange oder ein Ocker oder ein Rot oder ein Braun mit reinkommt. Nie die grüne Farbe pur nehmen, denn so wie die aus dem Kasten kommt, ist die meistens viel zu grell. Das ist kein natürlicher Grünton. Solange die Farbe noch feucht ist, könnt ihr immer wieder zusätzliche Farbe in eure gemalten Stellen hineintupfen. Hier falte ich mir jetzt ein Tempo zu so einer Ecke und damit kann man überschüssiges Wasser wie hier wegtupfen oder auch noch kleine Blätter im Hintergrund eintupfen.
In der Mitte von unserem Aquarell arbeite ich jetzt noch kleine Blätter aus, indem ich nicht das eigentliche Blatt male, sondern den Hintergrund von dem Blatt. Und somit bleibt das Blatt dann heller stehen. Wenn ihr beim Aquarellmalen Schichten übereinander arbeitet, ist es ganz wichtig, dass die erste Schicht immer ganz durchgetrocknet ist. Nachdem das jetzt auch hier unten getrocknet ist, kommt die zweite Schicht. Da gehe ich nochmal mit Dunkelheit unter meine Blumenkomposition. Und das Ganze könnt ihr auch ruhig fleckig gestalten und zum Schluss kann man da auch noch ein paar Spritzer reingeben. Auch hier im unteren Bereich spare ich jetzt wieder Blätter aus, ähnlich wie ich das auch in der Mitte gemacht habe, sodass die ausgesparten Blätter hell stehen bleiben. So, das ist jetzt wieder trocken und jetzt mache ich in der Mitte wieder meine Blättchen rein, also noch ein paar mehr dazu. Das ist dasselbe Prinzip wie eben. Ich male nicht das Blatt, sondern immer nur den Hintergrund. Die ersten Blätter, die ich gemalt habe, bekommen jetzt noch einen kleinen Schatten. Unter meine Blumen kommt jetzt nochmal Dunkelheit. Es ist immer dieselbe Mischung, immer wieder dieses Indigo mit dem Olivgrün. Und auch hier fange ich jetzt schon an, Blätter nochmal zusätzlich darzustellen. Wenn ich die Farbe aufgetragen habe, gehe ich anschließend hin und mache den Pinsel sauber, indem ich den halt ins Wasser tunke und verziehe die aufgetragene Farbe in meinen vorher gemalten Hintergrund hinein. Hier zeige ich jetzt, wie man im Nachhinein noch Stängel einarbeiten kann, die Fläche nass machen mit einem sauberen Pinsel und mit einem Tempo einfach die feuchte Farbe wegtupfen. Bevor wir jetzt die Blüten malen können, wird die Maskierflüssigkeit mit dem Finger wieder abgerubbelt. Für die Blütenblätter mische ich mir jetzt erstmal verschiedene Farben in meiner Palette. Das ist jetzt hier ein Olivgrün mit einem Chromorange. Dann ein Saftgrün mit Sienna gebrannt. Und ein Ultramarin mit Indigo für die Schatten. Dann lege ich mir noch ein Schwarz in die Palette.
Da gehe ich aber nachher auch noch mit verschiedenen Grüntönen rein. Und dann kann man natürlich auch die Reste aus dem Kasten immer noch mit verwenden. Ich bin der Meinung, die schönsten Farben sind die, die im Kasten übrig bleiben. Deshalb mache ich den in der Regel auch nie ganz sauber und vermische diese Farben dann nochmal mit einem Delfter Blau. So, jetzt kommen wir zu den einzelnen Blüten. Ich lege als allererstes mal die erste Schicht Farbe in die Blüten an. Dazu nehme ich in der Regel einen Grünton oder da, wo ein Schatten ist, kann ich auch schon mal diesen Blau-Indigo-Ton nehmen, den ich mir angemischt habe. Wenn ich die Farbe aufgetragen habe, mache ich meinen Pinsel im Wasser wieder sauber und verziehe die Farbe in die Blüte hinein. Sollte der Pinsel zu nass sein, habe ich immer ein Tempo in der Hand oder einen sauberen Lappen und mache den Pinsel ein bisschen trockener. Das wird immer besser klappen, je mehr Erfahrung ihr im Aquarellmalen gesammelt habt. Hier an dieser Blüte ist gut zu erkennen, was ich meine, und man sieht gut, wie ich mit sauberem Wasser wieder die Farbe in die Blüte verziehe. Und bitte die Blüte nicht ganz mit Farbe zumalen, sondern auch helle, fast weiße Flächen stehen lassen. Ich werde jetzt auf die einzelnen Schritte nicht mehr eingehen. Ich lasse das Ganze jetzt unkommentiert weiterlaufen, bis jetzt erstmal die erste Schicht auf all den Blüten verteilt ist. Danach brauchen wir nochmal den Maskierstift. Da sage ich aber dann nochmal was zu. Jetzt benutze ich nochmal den Maskierstift. Der ist jetzt ein bisschen feiner als den, den wir eben gebraucht haben. Und male damit die Staubblätter und diese Stempel in der Mitte der Blüte ein.
sodass die nachher immer noch hell stehen bleiben. Hier kommt jetzt die zweite Schicht. Das ist wieder dasselbe Prinzip wie auch bei der ersten Schicht. Ich trage Farbe auf, mache den Pinsel sauber mit Wasser und verziehe die Farbe in die Blüten hinein. Da kommt jetzt an Technik nichts Neues mehr hinzu.
So, nachdem ich mir das Bild jetzt mal von weitem angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass es an der rechten Seite noch mehr Dunkelheit braucht, damit diese Blüte auch noch mehr rauskommt. Deshalb gehe ich jetzt auch noch mal in den Hintergrund rein und werde dann die Maskierflüssigkeit von diesen Pollen und ja, Staubblättern entfernen und denen dann auch noch eine Farbe geben. Hier kommen jetzt noch mal letzte Schatten und Dunkelheit in die einzelnen Blütenblätter. Das sieht man immer auch ganz gut, wenn man sich so ein Bild mal von weitem anschaut. Das solltet ihr also immer wieder zwischendurch machen, von weitem gucken, um festzustellen, wo jetzt noch Farbe hin kann, wo es noch dunkler werden muss. Ja, oder wo man vielleicht auch noch mal Farbe wegnehmen muss. Das geht ja auch. Auch bei Aquarell kann man auch noch mal Farbe wegtupfen. So, die Maskierflüssigkeit ist jetzt weg und jetzt bekommen diese einzelnen Staubblätter und Stempelchen ihre Farbe. Da habe ich mich jetzt zu einem kräftigen Orangeton, Cadmiumorange und Lasurorange und Gelb entschieden. Das ist zwar auf dem Foto nicht so kräftig, aber ich finde, das Bild kann so ein bisschen Orangetöne, kann das gut vertragen. Das mache ich auch mit einem ganz trockenen Pinsel. Der ist nicht sehr feucht, da ist eigentlich nur die Farbe dran und die wird jetzt auf diese hellen Stellen aufgetragen. Mit wenig Wasser bitte. So, zum Schluss kommen jetzt noch die letzten Feinheiten. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und ihr habt wieder was gelernt. Ich würde mich über ein Abo freuen oder einen Daumen nach oben und dann sehen wir uns vielleicht wieder in einem meiner anderen Videos.